Knapp 50.000 Euro, 49.524 Euro, der Pössl Road Cruiser mit einem ganz besonderen Badkonzept. Ja, das werden wir Ihnen heute mal vorstellen. Wir sind bei Glück in Sulzemoos bei der Freistaat. Grüß dich, Marlene. Hallo Sven. Wir haben viele Badkonzepte ja schon kennengelernt. Diesmal ein weißer, alle so um die 50.000 Euro. Das ist der Preis wohl für Kastenwagen. Wir sind bei Pössl in Bayern und drehen da jetzt mal von Dienstag bis einschließlich am Freitag oder Samstag. Und auch hier ein Fahrzeug wieder mal auf Kastenbasis, auch wieder mal ein ganz anderes Design. Da kann man sich ja drum streiten. Will man es ganz modern haben, will man es in Holzfarben, also die Qual der Wahl. Ja, also ich denke, da kann jeder für sich selbst entscheiden. Jeder hat ja einen anderen Geschmack und genau. So, wir gehen mal rein. Kastenwagensegment, ich zeige mal gerade von der Seite, dass wir mal sehen, wie er aussieht. Die Länge, Breite, Höhe werden wir gleich mal erfahren. Die Tür ist natürlich offen und es handelt sich hierbei wahrscheinlich um ein Längsbett. So sieht es auch aus. Hier drunter hat man viel Stauraum. Das Licht an. Und Fenster diesmal in der Tür drin. Das war beim letzten nicht so. Ah ja, und? Da hat es ja diese kleinen Fenster, weißt du noch? Ja, genau, die ganz schmalen. Und was du ja mal erwähnt hattest, hat auch diesen, wie nennt man das nochmal, Sturzsicherheit? Achso, diesen Rausfallschutz. Ja, Rausfallschutz. Der ist mit drin, auf allen Seiten. Ja gut, bei dem anderen war das nicht notwendig. Ich zeige es aber gerade nochmal, da haben wir nochmal ein extra Video gedreht. Denn das andere hatte nämlich keine Fenster hinten und hatte dafür nämlich ganz schmale Fenster hinten. Also sehr, sehr dezent, die da sind. Das waren die Fenster und hatte keine Fenster am Heck. Und der andere ist dann doch mal ein bisschen anders. Den haben wir uns auch gefilmt, einfach mal in YouTube eingeben, Summit 640. So sieht es von hinten aus. Ja, viel Stauraum. Das heißt also, hier könnte man sogar die Hunde unterbringen, wie du siehst. Und das Ganze ist dann nochmal abgetrennt. Und hier kommst du dann noch ran. Hier ist Gas. Ja, denke ich mal wieder. Warte. Die Polsterchen, ja. 2x11 Kilo. Ja. Ist auch nicht montiert. Super. Was ich auch gut finde, hier kannst du auch nochmal Schuhe oder irgendwas reinstellen. Stauraum. Du hast überhaupt viel Stauraum. Ja. Und da ist die Tür, siehst du? Die kannst du von innen öffnen. Da ist ein kleines Scharnier an der Seite. Können wir uns gleich mal angucken. Zurösen Ja. sind da. Wieder, genau. Auf beiden Seiten, links, rechts. Und noch Polster. Tja, wozu könnten diese Polster sein, Marlene? Tja. Um ein Bett vielleicht vorne Vorne zu bauen, Notbett. Vorne Notbett auszubauen. Geht. Können Denke wir uns gleich mal angucken. Genau. Du musst nämlich das Notbett bauen. Oh nein. Nee, ich guck mal, ob wir das so machen. Also üblicherweise ist das Notbett bei vielen so gemacht, dass der Tisch etwas tiefer eingehangen wird und dafür dann die beiden Polster reinkommen. Und dann hast du dann dieses Ausgleichsding, was oben drauf ist. Guck mal, da ist so ein Holzstück drunter. Ja. Das könnte genau da reinpassen, in die Stelle, die dann fehlt. Und komm, wir gehen mal nach vorne, gucken wir uns das mal an. Denn ich habe ja kein Aufstelldach und eigentlich sind die Fahrzeuge ja für 2 Personen gedacht. Jetzt könnt ihr aber dann doch mal das Enkelchen mitfahren. Siehst du da unten die zweite Schiene unten drunter? Ja, tatsächlich. Da kannst du es dann nochmal einhängen und Du kannst auch den Tisch, den kannst du halbieren, das Bein. Das kannst du auseinandernehmen und da kannst du es dann reinhängen, oben drauf die Platte drauf und dann hast du ein das Notbett. ist schon mal verstärkt und das Notbett rausgebastelt, genau. So, das ist der Innenraum. Ein bisschen konservativer, muss man sagen, in dem Holz, mit den Gardinchen und so. Ich glaube, das mögen viele. Ja, es ist wohnlich. Es lädt einen ein hier tatsächlich so ein bisschen Zeitlos fast. zeitlos, es ist gemütlich. Ja. Also wir drehen ja im Jahr 2020 auf dem Übergang zum Jahr 2021. Mach mal hoch bitte hier. Das Muster ist auch so ein Steinmuster. Hier mal ein etwas anderes System. Wird einfach nur zur Seite gefahren. Genau. Weniger fummelig. Ja, weniger fummelig, das stimmt. So, da ist die. Ganz simpel. Genau, das ist die Stufe. Fahr die mal rein. Süß. Muss mal festhalten. Nochmal raus. Klein, aber fein. Aber ansonsten wäre die Tritthöhe, die wäre schon groß. So, Licht ist mit drin. Ein Dach ist mit drin.
Also damit die Leute sich das mal vorstellen können, diesen Tisch kann man rausheben und kann ihn hier unten einhängen. Ich zeige das mal gerade. Das heißt also statt hier oben, der hängt im Moment in der Schiene, genau, kann man ihn hier unten einhängen. Und hat dann die Möglichkeit, mit dem Tisch das Notbett zu bauen, mit den Polstern, die hinten dabei sind. Ich kann gerade hier sitzen bleiben. Denn nach einem anstrengenden Drehtag, oben habe ich nochmal ein Dach, Stauraum, Fensterchen mit Gardinchen, die sogar unten eingehangen sind. Guck mal, wie süß, wie im Flugzeug. Du kannst es ja wirklich dann beiseite schieben, wie du es benötigst und auch ganz klassisch wieder Zumachen. Oder eben nur, wenn es belüftet wird, soll auch Moskitoschutz aktivieren. Ein Staufach für Schuhe, guck mal hier. Ja. Und schauen wir mal, ob es dann hier wieder klassisches. Ja, hier ist es der Staubereich. Ich komme nicht ganz rum im Licht, aber es geht, man kann es sehen. Schuhe oder Spiele. Nettes Detail, die Küche öffnet sich. Oder warte mal, was ist da? Ja, ein kleines Stauffach nochmal. Für kleine Schuhe. Die Murmeln. Die Murmeln oder was auch immer. Die ist so leicht im Trapez, die Küche, Ja, tatsächlich. dass du auch besser rein und rauskommst. Man sieht es eigentlich ganz gut, wenn man so mal... Man hat hier nochmal gute Durchgang. Du hast die Breite, also das Ganze öffnet sich nämlich zur Fahrertür hin. Ja. Da hast du Fliegengitter, da muss man aufpassen. Wenn das Fliegengitter übrigens zu ist, darf man die Tür nicht zuschlagen. Ich glaube, das macht man glaube ich, nur einmal. Und dann ist es hinüber? Dann ist hinüber, ja. Okay. Dann machen wir das mal zu, dass das nicht passiert. Soll schon mal passiert sein. Dir oder was? Nö, aber ich habe ein Riesenschild eben gesehen, dass man es nicht machen soll. Dass der so da vorne hast du getrennt. Ja, hier ist es diesmal getrennt. Ja, Waschbereich, Spülbereich, Spülbecken und hier die Gasherdplatte. So, hier sind die Bedienelemente. Einmal für die Heizung, einmal für Batteriestand und Co. Und jetzt kommt oben drüber nochmal ein Staufach. Ja. Mit Ablagemöglichkeit. Du hast Hier hast du auch nochmal eine Ablagemöglichkeit. indirektes Licht. Schubfach. Ich denke, da könnte man Besteckkasten draus machen und nochmal Stauraum. Hier unten auch nochmal. Für große Töpfe. Also doch recht viel Platz. Ja. So, jetzt, ja. Denke ich mal, ist die Technik wieder, ne? Da ist die Heizung diesmal, siehst du? Ja. Sehr gut zugänglich. So, also 4 Sitzplätze mit drin. Hier hast du noch dieses Schienensystem von Dometic, siehst du das? Da bei den Lampen, das kannst du austauschen. Da kannst du sogar Zigarettenanzünderstecker reinmachen für Handys und so. Gibt es jede Menge Zubehör von Dometic. Ja, super. Und ich habe gelesen, es hat Isofix. Hat Isofix. Ja. So, jetzt kommt's. Die Küche. Nee, das Bad. Das Bad, ja. Das Bad ist was Besonderes. Du hast, ja, Wenn ich zuerst den Kühlschrank, ja. Noch einen Der ist ja quasi auch im Bad, der Kühlschrank, wenn man so will. Ja, so die Verlängerung, ne? Zwischen Schlaf, Bad, Küche. Mit integriertem Gefrierfach. Also der ist wirklich jetzt süß klein. So, und jetzt, du stehst im Bad, deswegen habe ich das eben gesagt. Und hier hast du auf jeden Fall, warte noch. Ja. Hier hast du noch Kleider. Kleider. Warte, ich film mal rein. Eine Stange, Kleiderstange noch drin. Da ist die Kleiderstange und da ist ein Kleiderschrank, muss ich eigentlich bücken. Ja, Ist so. aber das ist halt, wenn man so ein praktisches Fahrzeug hat, kompaktes, dann muss man damit rechnen. Ne? Ist auch ein Längenproblem. Jetzt will ich das Bad sehen. Ja, Denn, das Bad, ne? Das du- ist interessant, weil ich dachte zuerst, wie das Bad hier drin. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ne? Das Konzept ist echt genial. Also hier erstmal der Bereich, klar. Das kannst du abtrennen, da kann ja schon keiner mehr reingucken. Genau. Toilette. Bist auf der Waschbecken. Toilette, Waschbecken mit Schränkchen auch. Hier auch nochmal Ablage. Also du hast viel Platz, aber du fühlst dich jetzt schon abgetrennt. Ja, im unteren Bereich hast du auch nochmal ein bisschen Stauraum. Aber wie dusche ich jetzt, ne? Wir haben es vorher ausprobiert, muss ich aber sagen. Genau. Also damit wir nicht ganz... Genau, aber da war ich echt baff. Denn Im Endeffekt fange ich an, das auszurollen. so,
Jetzt sehe ich dich aber nicht mehr, denn Tada! tada, du kannst nämlich jetzt die Dusche reinholen und kannst jetzt hier diesen, Warte. da vorne ist nämlich noch ein Duschvorhang. Das heißt, du würdest jetzt hier so zumachen, wenn du mal so zumachst, wie es irgendwie noch geht. Also der Duschvorhang ist tatsächlich für diesen Bereich hier drin. Genau, und du würdest dann ganz schließen hier quasi. Und hier kann man dann, ne, wenn das hier geschlossen ist, damit eben meine Nichts mehr reinkommt. die Toilette etc. nicht nass wird, nur hier in dieser Bereich würde ich hier komplett schließen. So. Wenn du es nicht mehr brauchst, da oben kann man es aufrollen. So. Ne, also dann ist auch die Dusche hier komplett. Zeig's mal gerade. Jetzt ist er komplett drin. Sollen wir mal, willst du mal mit reinkommen? Sollen wir das mal testen? Nee, ich glaube, das wird zu eng. Also mit der Kamera, das schaffe ich nicht. Aber ich glaube es ja. Das heißt, also du kannst dich da vereinzeln. Die Dusche, die kannst du dann hier vorne einhängen. Mit dem Duschvorhang, also das wird getrennt hier bis zum nach links, ne? Durch. Mhm. Du machst dann zu und dann. Wird mit dem Duschvorhang abgetrennt, damit nicht alles total nass Sag mal, wird. den Duschkopf, wo steckt man den ein? Weißt du das schon? Den Duschkopf, ich schätze mal, der wird hier. Warte mal, das ist ja die. Mit den Vorrichtung. guten Siemens Lufthaken. Du holst den ja raus. Du holst du raus? Genau. Hältst in der Hand? Du kommst ja hier vorbei, genau. Sicher? Nicht? Nee, nicht. Mach mal komplett auf. Das heißt, du kannst hier die eine Wand, die Duschwand, kannst du aufrollen. Zeig mir das mal bitte. Warte. Ich muss jetzt erstmal wieder Reinfriemeln. zurück. Sonst kannst du Dann muss ich erstmal nach innen zurück. ziehen. Ja. So, So, und das ist magnetisch. die eine. Das ziehst du da oben zu. Genau, das rollt sich auf, wie so eine Schnecke. Wie so eine Schnecke. Und geht dann ineinander. So, das Ding ist jetzt quasi weg. Und jetzt Ja. ist die Frage, jetzt muss ja wahrscheinlich irgendwo eine Halterung für den Duschkopf sein. Da, guck mal da. Ah ja, tatsächlich. Weißt du, was du machst? Du machst die Dinger zusammen und das ist die Öffnung dort an der Stelle. Ja. Genau, du kannst ja, die sind ja hier magnetisch, wie du gesagt hast, aber dann öffnest du dann an der Stelle, da hast du dann den Duschkopf hier drin. So, und dann machst du dann zu. Und das heißt, du hast nochmal eine riesen Dusche, die mitten drin ist und das Teil kannst du rausnehmen. Das musst du, glaube ich, sogar rausnehmen. Ja, während dem Duschen würde sich das anbieten, genau. Jetzt wird ziemlich nass. Sonst wird es nass, genau. So, und und- dann hast du hier den Abfluss und Ja, tolles Konzept. Das heißt, also die Dusche stört nicht tagsüber. genau. Gott, da hat sich aber einer was überlegt. Die ist integriert. Platz sparen ohne Ende. So, dann schiebe ich das nochmal zurück. So, wenn du alles jetzt öffnest, dann Das ist jetzt- auch das Bad abgetrennt. Genau. Du hast dann deinen Schlafbereich. Ja, auch wenn ich dann auf Toilette möchte und der andere schläft noch, dann kann ich hier tatsächlich abtrennen und nachts zum Beispiel, ne? Fernseh gucken. Das ist auch nicht schlecht. So, ich gehe mal kurz auf die andere Seite. Dann zeige ich mal gerade, wenn du den zumachst, den Vorhang. Da kann man nämlich... So, wenn du ihn jetzt mal zumachst, kann man nämlich den Schlafbereich nochmal abtrennen. Der ist dann quasi ein bisschen vereinzelt. Okay. Ja. So, komm mal zu mir. Mal gerade mal den Liegekomfort mal testest. Das ist jetzt so eine Schlafwiese. Ich habe es vorhin mal Spielwiese genannt. Da haben sich die Leute beschwert, haben gesagt, Ja, was ist denn? Aber ist doch für Kinder, die können hier wirklich spielen, auch wenn mal schlechtes Wetter ist. Ja, für die Kids ist es natürlich sehr schön hier. Und was natürlich praktisch ist, ist dann natürlich auch hier diese Sturzsicherung nochmal an den Fenstern, weil falls die geöffnet sind, da brauchst du keine Angst zu haben, dass hier was passiert. Das ist doch super. Ich zeig's mal gerade. Da ist die Marlene. Hallo, hallo. So ist das drin. Ja, komm mal raus, wir machen Abmoderation. Tolles Konzept, schnell mal vorgestellt, in weiß diesmal. Von Pössl, der Road Cruiser. Und das sind die technischen Daten. Ja, wir sind bei Glück in Sulzemoos und so sieht es aus. Separat abgetrenntes Bad, 4 eingetragene Gurtplätze, 140 PS und Van Fliegenschutztür, Türrollo, also komplett wie er steht, für 49.524 € neu mit 19% Mehrwertsteuer. Und wir sind bei der Freistaat in Sulzemoos. Ja, vielen Dank, Marlene. Sehr gerne, Sven. Vielleicht ganz gut, dass wir vorher die Sachen mal kurz ausprobieren, bevor wir vollkommen ins offene Messer laufen. Manchmal ist es, glaube ich, auch amüsant.
Das stimmt, ja, der Rotcruiser von Pössl. Danke fürs Zuschauen heute was haben wir denn heute, den 27. Gell? 27. Oktober 2020.